Very good. So you have gone through each of the passages. You can stay in the groups where you are. Just stay as a group. Also ihr dürft auch als Gruppe einfach zusammensitzen bleiben. Yeah? Just stay as a group. Bleibt einfach so zusammen als Gruppe. So you have been through every passage, okay? Ihr habt die Passagen And durchgelesen we want to give an answer to each one of these 4 questions. und wir wollen jetzt einfach jede dieser 4 Fragen In beantworten. your passage, who is the person of peace? In deiner Schriftstelle, wer ist die Person des Friedens? How long did the sower know this person for? Wie lange kannte der das Evangelium bringt, der Seemann, diese Person? If there was a baptism taking place, how soon did it take place? Wenn es eine Taufe gab, wie bald fand sie statt? What was the reputation of the person of peace? Und was war der Ruf, das Ansehen der Person des Friedens? You can say reputation in another way, that the testimony or the fame of that person. Was für einen Ruf hatte diese Person in ihrer Umgebung? Was the opinion of other people about the person of Was peace? haben andere Leute über diesen Menschen gedacht? Yeah? So. Yeah, so group number 1, who is the person of peace in your passage? Gruppe 1, wer ist die Person des Friedens? Yeah, the woman. Yeah, very good. And group number 2? Oh, how should we do it? No, let's just go through all the questions with group number 1. Wir gehen vielleicht doch erstmal durch alle Fragen durch und dann die Does nächsten. it make more sense? Dann ist es nicht so Yeah, chaotisch. let's go deeper in the one. How long did the sower of the seed know that person for? Wie lange kannte der Seemann diese Person des Friedens? Who is the sower there? Jesus. Oh, very good. Yeah? Kurz. Yeah, very short. Gerade eben erst, ne? Was there a baptism? Gab es eine Taufe? Nein. Right away, sent as a missionary. Sondern gleich ausgesandt als Missionarin sozusagen. Did Jesus do something wrong? Did he make a mistake there? Hat Jesus dann Fehler gemacht? Ach so, nee. When you find him in heaven, ask him why he did it in that order. Also, wenn du Jesus dann triffst im Himmel, dann frag ihn, warum er es in der Reihenfolge gemacht hat. Sometimes it's so good to remember that Jesus is wiser than me. Manchmal ist es wirklich gut, sich daran zu erinnern, dass Jesus einfach weiser ist als wir. What was the reputation of the woman, the person of peace there? Was für einen Ruf hatte diese Person des Friedens? Einen schlechten Ruf. Yeah, very, very bad. Einen ganz schlechten Ruf. Yeah? Okay. Thank you so much. An applause to this group number 1. You have gained the prize of a free chocolate cake. Ihr habt einen kostenlosen Schokokuchen gewonnen. The one that you baked yourself. Genau, der, den du selber gebacken hast. Okay, group number 2. Mark chapter 5, 1 to 20. Sorry. Yeah. You want to come? Who is the spokesperson in that group? Wer ist Sprecher bei euch? Yeah? Also Person des Friedens ist Jesus, der Gerasener. Okay. So Jesus is who in that? Der Seemann. Very good. The sower is Jesus. Genau, der Sower ist Jesus. Uh-huh. No baptism. There was no baptism. Wieder keine Taufe. Who is the person of peace? Der Gerasener. Very good. The demoniac of Gadara is the person of Ja, peace. der Besessene. Yeah. Das haben wir jetzt nicht so besprochen, aber was die Menschen über ihn dachten, die hatten Angst vor ihm Yes. und He haben ihn weggeschickt. had a quite bad reputation. Also der hat einen Ja. auch wieder einen sehr schlechten Ruf. And there was there a baptism? Gab es eine Taufe? What happened? What did Jesus tell him to do? Was hat Jesus ihm gesagt, was er tun soll? Zurückgehen in seine Gegend, wo er herkommt And tell what God did for him. erzählen, was Genau. Also Very nach good. Hause gehen, Familie und Region und alles weiter erzählen, was Gott für ihn getan hat. Thank you. So you see, we are trying to identify in these passages who is a sower, who is a person of peace, and what happened. Yeah. Wir versuchen also in diesen Passagen einfach nochmal rauszufinden, okay, wer ist der sät, wer ist die Person des Friedens und was passiert dann. So we try to see ourselves in our cities, in our areas, doing the same. So dass wir uns selber dann sehen können, wie wir in unseren Städten, in unseren Gegenden, Regionen im Prinzip dasselbe tun können. Group number 3. Gruppe 3.
Enas is the person of peace. Mhm. Ja? Du kannst auf Deutsch bitte, because wir sind anfangen. Enas ist die Person des Friedens. Ja? What else? Man weiß nicht, wie lange Petrus Enas kannte, aber es scheint so, als ob er ihn direkt da getroffen hätte. Mhm. Von Taufen wird da nichts berichtet, aber es wird berichtet, dass dadurch, dass er geheilt wurde von einer 8-jährigen, also er war paralysiert für 8 Jahre, daraufhin haben sich viele bekehrt, als sie das bekommen. Aha. Aber von Taufen steht da zwar nichts, aber wahrscheinlich gab es eine Taufe. Wann, weiß man halt. Viertens, Ruf der Person des Friedens. Also offensichtlich kannten ihn sehr viele Leute, weil in Lydda und in Sharon sahen ihn alle und sie bekehrten sich. Ja. Also in 2 Städten bekehrten sich alle. Okay, thank you. Group number 4. Hey, please, can you stand up and just speak quite loud? Bitte aufstehen und laut sprechen, Con fuerza, mujer. dass alle euch verstehen. Also die Person des Friedens, Cornelius. Aha. Wie lange kannte das jemand? Das war ja Petrus und Cornelius, die kannten sich gar nicht. Mhm. Die Taufe fand statt am selben Tag, wo Petrus zu allen gesprochen hat. Und der Ruf war sehr gut. Ja. So they were filled by the Holy Spirit. They were speaking in tongues. Sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt, sprachen in Sprachen. And then they were baptized. Und dann wurden sie getauft. Because the Lord is sovereign. He does these things how He wants to do it, because He's God. Der Herr ist Gott, er ist souverän, er macht es so, wie er möchte. Yeah. Thank you so much. Well done. Group number 5. Gruppe 5. Als Person des Friedens, Lydia. Achso, okay. Okay, Person des Friedens war Lydia. Yeah. Okay, das war Paulus. Du könnt ihn also ganz kurz. The story is Paul. Lydia is the person of peace. Yeah. Du könnt ihn nur kurz von dem Tag. Gleichen Tag. Es fand eine Taufe statt, wahrscheinlich auch noch am gleichen Tag. Yeah. Genau, und der Ruf war, also sie war eine angesehene Händlerin, eine Unternehmerin. Guter Ruf. Yeah. It was well known, the person as well. Yeah. Guter Ruf, ja. Und sehr bekannt. Yeah. Number 6. Ich habe die falsche Nummer gemacht. Schnell weiterlesen. So we help you. And number 6. Yeah. Bürgermeister. So the jailer. Gefängnisaufseher. How Ganz kurz. they just met the guy. Sie haben ihn gerade erst What have getroffen. they done? They baptized him very fast. Sie haben ihn sehr schnell And he getauft. had a good reputation. Und er hatte auch einen guten Ruf. So all of them had a good reputation. All of them had a reputation, sorry. Also alle hatten den Ruf, die waren alle bekannt. All of them were people that were known by others. Also alle Personen des Friedens hier waren Leute, die bekannt waren. Man kannte sie auf jeden Fall. So I just want to help you to identify persons of peace in the Bible. Ich möchte euch einfach hier helfen, wie gesagt, dass ihr diese Menschen des Friedens in der Bibel identifizieren, erkennen könnt. And you understand how a person of peace looks like and how they react. Und einfach auch, dass ihr erkennt, wie diese Personen des Friedens aussehen und wie sie sich verhalten und wie sie reagieren. Not every person that embraces the gospel with joy is a person of peace. Nicht jeder, der das Evangelium mit Freude annimmt, ist auch ein Mensch des Friedens. And sometimes a person of peace is not shining bright the first day, but after you get to know the person better, you can find out that there's treasure there. Und manchmal ist es auch so, dass diese Menschen des Friedens nicht sofort direkt ins Auge fallen, hell strahlen, sondern erst wenn du sie ein bisschen kennenlernst, merkst du das. Talking about the parable of the 4 fields. Ich spreche jetzt nochmal über dieses Gleichnis von dem vierfachen Acker. We started yesterday reading the story of the sower. Wir haben gestern das Gleichnis vom Sämann gehört. The person of peace is normally always the good soil. Die Person des Friedens, das ist normal, das ist immer dieser gute Boden. We find that for the disciples and everybody in Paul's team and
in every trip that they did. Und wir sehen das für die Leute im Team des Paulus auf jeder Reise, die sie gemacht haben. And in general, in the early church, Und ganz besonders in der frühen Gemeinde searching for the person of peace was a normal practice. war die Suche nach dieser Person des Friedens was völlig Normales. If we want our church to impact a region, we look for the person of peace. Wenn wir wollen, dass unsere Gemeinde in der Region eine Auswirkung hat in der Region hinein, dann suchen wir nach Personen des Friedens. We have a strategy Wir haben eine Strategie. because we want to fill the whole region with the gospel, so we cannot do it alone. Wir wollen ja die ganze Region mit dem Evangelium erfüllen. Das können wir niemals alleine tun. And therefore, we need to find persons of peace. Deswegen müssen wir solche Personen des Friedens finden. In the same way, in our ministry, finding person of peace should be a normal practice. Und deswegen sollte auch in unserem Dienst völlig normal sein, dass wir nach Personen des Friedens suchen. Now, the person of peace was identified very fast. Und die wurden sehr schnell erkannt. What other people are saying about that person, Was andere Menschen über jemanden sagen, they were not people who just going through a place and nobody noticed they were there. also es waren zumindest nicht Leute, die einfach nur auf der Durchreise waren und niemand kannte sie vor Ort, But they were making an impact, sondern sie haben wirklich dann eine Auswirkung gehabt. or they're very positive or very negative. Auch vorher schon, entweder sehr positiv oder sehr negativ. And God is using both. Und Gott gebraucht beides. Many will hear what that God did in their lives. Denn viele werden hören, was Gott in ihrem Leben getan hat. So what do you say about this idea that we need to have a long-lasting relationship and friendship, so then at the end we gain the right to share the gospel? Was haltet ihr jetzt, oder was sagt es darüber aus, dass wir erst eine ganz langsam eine Beziehung aufbauen müssen mit den Leuten, dass wir irgendwann mal das Recht sozusagen erwerben, in ihr Leben das Evangelium reinzusprechen? What do you say about it? Was denkt ihr? Let's forget about it. Vergiss es einfach. But this is not a rule. Das ist keine Regel jetzt. There's some times that you know the person needs time still. Aber manchmal ist es so, dass ihr einfach merkt und wisst, okay, diese Person braucht noch So Zeit. you are not hiding who you are, Du versteckst nicht, wer du bist. and one day you open your shirt. I'm Superman, by the way. Und eines Tages machst du deine Hände auf und sagst, guck mal, ich bin übrigens Superman. But the person you need to be open from the beginning, without pushing. Ja. Aber diese Person muss trotzdem von Anfang an zumindest offen sein, ohne dass man sie drängen muss. I have friends that they were like for 4 or 5 months not really ready to even talk about it. Ich habe Freunde, die waren am Anfang 4, 5 Monate lang gar nicht mal bereit, überhaupt darüber zu reden. But from the very beginning, I shared about my faith. I shared about what God did in my life. Aber ich habe trotzdem von Anfang an ihnen erzählt, was Gott in meinem Leben getan And hat. they lifted a wall. Und sie haben so eine Mauer aufgebaut. So I continued the friendship. Also habe ich die Freundschaft einfach fortgesetzt. And then they come back to me and they ask me questions. Und dann irgendwann sind sie gekommen wieder zu mir und haben Fragen gestellt. So I'm saying this is not a rule. Also wie gesagt, ich sage nicht, das ist ein Gesetz, eine Regel. I'm not saying that the only type of evangelism is right here, right now, today. Also das heißt eben nicht, dass ich sage, dass die einzige Art von Evangelisation ist, jetzt und sofort. But I'm talking about finding the person of peace. You find it very fast. Sondern ich rede davon, die Person des Friedens zu identifizieren. Und das geht sehr schnell. There's one guy I shared the gospel with him 1 year ago. Vor einem Jahr habe ich mit einem Typ das Evangelium ihm gezeigt. And last week, out of the blue, he sent me a message. Und letzte Woche aus heiterem Himmel hat er mir eine Nachricht geschickt. So Julio, somebody tell me that you are speaking in tongues. Julio, irgendjemand hat mir erzählt, dass du in Sprachen sprichst. Like, is it the wrong person in the name in the message there? Stimmt da die Telefonnummer nicht mit dem Namen überein oder was ist hier los? And I'm asking, from what perspective are you asking this question? Und ich habe also zurückgeschrieben, also von welchem Blickwinkel stellst du diese So Frage? he's a very smart guy. Und das ist ein sehr, sehr kluger Mann. And he answered from the perspective of an ex-Christian that is trying to find out what this is. Und er sagt, aus der Perspektive eines Ex-Christen, der versucht herauszufinden, was da los ist. And we started a nice conversation about the gifts and about spiritual authority. Und wir haben eine ganz tolle Unterhaltung angefangen über die Gaben des Geistes und die geistlichen it took a Realitäten. year. Aber es hat ihnen ein ganzes Jahr So gedauert. God works in many ways. Gott arbeitet so unterschiedlich. Yeah.
the reputation was very good or very bad. Also, Normally. der Ruf der Leute, der war entweder sehr gut oder sehr schlecht. What does it mean in English? Multiplication. Yeah, the multiplication happened very fast. Also diese Multiplikation geschah sehr schnell. Who translated this? That was Rosa, no? Yeah. I don't know in English now what it means. Person of peace, they reached their area Yeah. of influence. Wow. Thank you, Rosa. What normally happens, the person of peace is not silent. They are making an impact to everybody in their circle of influence. Also normalerweise ist es so, dass diese Person des Friedens nicht schweigt, sich nicht zurückzieht und versteckt, sondern die erreichen alle Leute in ihrer Umgebung, in ihrem Einflussbereich. And this always includes supernatural prayer. Und da ist immer übernatürliches Gebet mit dabei. That we are praying for the harvest. Dass wir für die schwierigsten Fälle beten. For the harvest. Für die Ernte. Yeah. Für die Ernte, genau. That God is leading us to these right people. Also, dass wir dafür beten, dass Gott uns zu den richtigen Menschen führt. And you know, when you are sharing the gospel to other people, Wenn ihr das Evangelium mit anderen teilt and they're in the process of coming to Jesus, und sie sind auf dem Weg, zu Jesus zu kommen, if you are not supporting them in prayer, forget about it. wenn du sie nicht im Gebet unterstützt und trägst, vergiss das Ganze. Because they are under a lot of spiritual attack and influence. Denn sie stehen unter massiven geistlichen Angriffen. Okay, I'm not going to do this now. Da gehen wir drüber weg jetzt im Moment. Let's talk about the oikos again. Lasst uns nochmal über das Oikos, über das Haus sprechen. And normally this is happening, this is the same in every type of society. Und im Prinzipiell ist es in jeder Art von Kultur und Gesellschaft Every gleich. person has a circle of influence. Jeder Mensch hat einen Kreis, einen Bereich von Einfluss. You have family, friends, work colleagues and neighbors. Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn. Some people live in their cars and this is kind of difficult, but you find a way. Manche Leute leben im Auto, da ist es dann etwas schwieriger, aber es gibt sicher auch da einen Weg. But this is what we call the oikos, Aber das nennen wir Oikos. where your normal contacts are taking place. Da, wo deine normalen Kontakte im Leben stattfinden. Then we are talking about the person of peace. Und wir reden jetzt hier von den Personen des You have your Friedens. oikos, Wir haben hier also diesen Oikos. and then we find in the oikos there's a person of peace. Und in diesem Oikos, in diesem Bereich ist eine Person des Friedens. Why is the volume working and not the clicker? Okay. Then we find out that there is a second person of peace in that same oikos of that person. Und dann finden wir später raus, es gibt noch eine weitere Person des Friedens, auch in diesem Einflussbereich, in diesem Oikos. Yes? Also ich glaube, die Frage geht gerade um was Oikos ist. Ja, und das VS. Very good. Thank you so much. Person of peace versus oikos. Also, We are comparing person of peace and oikos. wir, Versus is like when you have a match, is this guy versus that other guy. also wir vergleichen jetzt hier oder betrachten des Gegenstandes gegenüber die Person des Friedens und den Oikos, den Einflussbereich, wo sie leben. Oikos is a Greek word for household. Oikos ist eigentlich das griechische Wort für Haushalt. And the household is including your friends, your neighbors, your relatives who are not believers, or your relatives in general. Ja. Und Oikos, also Haushalt, beinhaltet aber auch deine Freunde im Griechischen und deine Verwandtschaft, die vielleicht auch keine Meaning the people Gläubigen sind. that you are naturally in touch with regularly. Also das bedeutet die Menschen, mit denen du ganz natürlich regelmäßig in Kontakt stehst. In society, normally everybody has something like this. Und in jeder Gesellschaft hat eigentlich jeder Mensch irgendwie so einen Bereich. Do you agree with this? Seid ihr damit einverstanden? Yeah. So, in an oikos, we can find a person of peace, Und in einem solchen Oikos können wir eine Person des Friedens finden. or maybe a second person of peace. Oder vielleicht auch eine zweite Person. And what is happening here is that if we are finding those one that are multiplying 30-fold, 60-fold, or 100-fold, Wenn wir also jetzt diejenigen finden, die sich 30, 60 oder gar 100-fach multiplizieren, and we are sharing the gospel to different people, and they have their oikos wherever we go, wir
Teil des Evangeliums mit Menschen und die haben wieder ihren eigenen Oikos, wo sie sind. What we're going to find is that there are overlapping areas between oikos and oikos. Und was wir hier immer finden, ist, dass es eben so Überschneidungen gibt zwischen dem einen Oikos und dem zweiten, dem anderen. And that those persons of peace can be in several oikos together. Und dass diese Menschen des Friedens eben in verschiedenen Oikos-Bereichen sich aufhalten. Meaning that we have friends in common. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel gemeinsame Freunde haben. For example, Als Beispiel, I was invited by a friend to go and have lunch at his house. ich wurde von einem Freund eingeladen zu ihm, um bei ihm Mittag zu essen. And he invited 4 Siemens engineers for lunch together. Und er hat 4 Ingenieure von Siemens auch zum Essen eingeladen. And after eating a little bit, he says, I want my friend Julio to share his story with Jesus. Und als wir gegessen hatten, ist er aufgestanden und hat gesagt, ich möchte, dass mein Freund Julio einfach seine Geschichte mit He Jesus says, erzählt. I don't live life like he lives life, but I find it just so interesting what he has experienced with God. Und er sagte, also ich lebe jetzt nicht das Leben so, wie er das tut, aber ich fand es einfach so interessant, was er mit Gott erlebt. I'm like, I'm having nice fish, a nice environment together, and a platform to share the gospel. This is amazing. Und ich sagte, ich habe hier so einen leckeren Fisch, so tolles Essen und so eine tolle Umgebung und kann jetzt das Evangelium hier verkünden. Das ist doch super. So we were talking there, and they're asking questions about my faith in God and about how I survived without a job in Germany. Und wir haben geredet und sie haben mich ausgefragt über meinen Glauben und wie ich in Deutschland ohne einen richtigen Job überleben kann überhaupt. And I shared how 2 months ago one guy called me and said, "Hey, I had a dream last night. I should send you money. Can I do that?" Und ich habe ihnen immer erzählt, da hat kürzlich jemand angerufen, der hat gesagt, ich hatte jetzt einen Traum und ich soll dir Geld schicken, kann ich das machen? Another guy shortly after that said, "Hey, can I go to your house tomorrow? I have to bring you something God wants me to give you." Und jemand anderes ruft mich an und sagt, du, kann ich morgen zu dir nach Hause kommen? Ich habe hier was und Gott möchte, dass ich dir das gebe. What do you want to give me? Was willst du mir geben? He said, I have fine silver coins that I have bought just to have some savings, and I have the feeling I have to give them to you. Ich habe hier ein paar so reine Silbermünzen, die habe ich eigentlich gekauft, um da damit zu sparen, aber ich habe das Gefühl, ich soll sie dir geben. I said, I want you to take a few days to pray and think about it, and if God confirms this to you, then you can come and give me the coins. Und dann habe ich gesagt, du, ich möchte einfach, dass du dir ein paar Tage nimmst und betest darüber und wenn Gott das bestätigt, dann kannst du gerne kommen. Because I don't like to abuse people emotionally. Weil ich möchte Menschen nicht ausnutzen. When somebody comes and says, I want to give you this amazing gift, I'm like, hey, you know, in my head I was like, I need it. Wenn jemand kommt und mir sagt, ich möchte das und das geben, in meinem Kopf, natürlich, klar, das brauche ich. And because I'm accountable to God, I answer, take time to pray and think about it, and after a few days, call me back. Aber weil ich Verantwortung vor Gott habe, sage ich immer, nimm dir ein paar Zeit, bete, denk nochmal drüber nach und dann komm nochmal. One of them saw me parking the car I'm driving. Jemand hat mich mal gesehen, als ich eingeparkt habe. So how are you driving a brand new Mercedes-Benz, Julio? Und fragt mich, Julio, wie kannst du einen brandneuen Mercedes-Benz fahren? I answered, I don't even have the money to buy the tires of the car. Und ich gebe dann immer zur Antwort, ich kann mir nicht mal die Reifen dafür leisten. So I told the story. Also habe ich die Geschichte 2 erzählt. years ago, Vor 2 Jahren I was at a conference. war ich auf einer Konferenz. And when I finished praying for people, many of them were on the floor praying and God was touching their lives. Und als ich fertig war, für die Leute zu beten, lagen viele auf dem Boden, haben geheult und Gott hat ihr Leben berührt. One man came to me. Und dann kam ein Mann zu mir. Said, Julio, this is so weird, but I'm hearing God telling me, go buy Julio a car. Und er sagte, Julio, es ist so komisch, aber ich höre die ganze Zeit, wie Gott zu mir sagt, geh hin zu Julio und kauf ihm ein Auto. And he takes his key out and it's like a shiny silver Mercedes-Benz key, like a really luxurious car. Und er greift in die Tasche und holt einen Autoschlüssel raus. Und das ist so ein silberner, leuchtender Luxus-Mercedes-Schlüssel. And I tell him, you know what? Number one, I'd like you to pray about this. Und ich sage ihm, weißt du was? Erstens, ich möchte, dass du wirklich drüber betest. And if you give me that car, I'm gonna sell it. Und wenn du mir dieses Auto tatsächlich gibst, werde ich es verkaufen. Because I don't need a luxus car. Weil ich brauche kein Luxusauto. Why would you sell my car if I give it to you? He was upset. Und er hat sich aufgeregt. Warum würdest du mein Auto verkaufen, wenn ich dir schenke?
I said, because I just need a missionary car. Weil ich sagte, ich brauche eigentlich nur ein Missionarsauto. And what is a missionary car? Was ist das Auto für ein Missionar? This is a big car. We can put many people and guitars and material and Das ist stuff. doch ein riesiges Auto, da kannst du viele Leute reinpacken, Gitarre und ganz viel Ausrüstung. Ah, so you want a van? Ah, du willst also wahrscheinlich jetzt einen Yeah. Transporter. Well, there are different brands of vans, but yeah, a bus. So I said, yes, I want a bus. Also so einen kleinen Bus, ja, oder einen Bus, ja, hätte ich gerne. So please take 3 days to pray and think about it. And if you still want to do this, call me after 3 days. This is my number. Und ich sagte, okay, also jetzt nimmt aber trotzdem erstmal Zeit und betet 3 Tage drüber. Und wenn du es nach 3 Tagen immer noch machen willst, hier ist meine Telefonnummer, dann kannst du mich anrufen. And you would say, Julio, you're so stupid. Ihr würdet vielleicht sagen, Julio, bist du blöd? But I know the God in whom I believe. Aber ich kenne den Gott, an den ich glaube. I know who I trust. Und ich glaube, ich weiß, auf wen ich vertraue. I know where he took me out of from. Und ich weiß, wo er mich I rausgeholt was hat. down there. I know my daddy. Ich war da ganz, ganz tief unten. Ich kenne meinen Papa. And nobody in that room knew that my car was broken for almost 2 years. Und niemand in dem Raum wusste, dass mein eigenes Auto seit 2 Jahren kaputt war. A little Ford Focus that had no turbo anymore on the highway, maximum 90 kilometers per hour. So ein kleiner Ford Focus, der keinen Turbolader mehr hatte und auf der Autobahn maximal 90 geschafft hat. 6 trips Barcelona to Nuremberg. 6-mal Nürnberg, Barcelona und zurück. The big trucks overtaking me on the left. Und die großen Laster haben gehupt und mich überholt. I'm sorry, it's just broken. Tut mir leid, ist halt kaputt. And the guy of the Mercedes-Benz comes and I tell him, go pray 3 days. Und dann kommt der Typ von Mercedes und ich sage ihm, bet erstmal 3 Tage. Because I don't want to manipulate people. Aber ich möchte Menschen nicht manipulieren. There's people who are very good at getting the money out of people and I don't like it. Es gibt Leute, die sind sehr gut da drin, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und ich mag das einfach And nicht. that story touched these people so much. Und diese Geschichte hat diese Ingenieure dort so berührt. I told him that after 3 days, the guy called me, picked me up and drove me to Mercedes-Benz. Weil ich habe ihm dann erzählt, dass nach 3 Tagen der Typ mich tatsächlich angerufen hat mich abgeholt und zu Mercedes gefahren. I tried to convince him to buy me an Opel. Ich habe versucht, ihn zu überzeugen, dass er mir lieber einen Opel kauft. I think this is lack of faith. I confess that. Ich bekenne, es war ein Mangel an Glauben. Because I was thinking of when the Mercedes-Benz breaks. Ich habe drüber nachgedacht, wenn der mal kaputt geht, was das kostet. Like, I cannot even buy the winter tires. And imagine if something breaks. Ich kann mir nicht mal die Winterreifen dafür leisten. Stell dir mal vor, da muss ich in die Werkstatt. And he says, why don't you want a Mercedes-Benz? I want the best for Jesus. Und er sagt, warum bist du kein Mercedes? Ich will das Beste nur für I Jesus. said, because I cannot fix it if it breaks. Und ich sage, ich kann es nicht reparieren lassen, wenn irgendwas kaputt geht. So he said, okay, I'm not going to buy a car. I'm going to make a leasing for 3 years for you. Okay, dann kaufe ich dir kein Auto, sondern wir leasen das jetzt für 3 Jahre. And that means that all the maintenance, all the mechanical problems, anything happens, I call them and they come and they fix it. Und das bedeutet, wenn irgendwas ist an dem Auto, ich brauche nur anrufen und die machen es And I sofort. have an amazing Mercedes-Benz Vito that is beautiful. Und ich habe so einen tollen Mercedes Vito und der ist so schön. It's parked right there on the left hand side. Steht gleich da drin. And I have it for 1 more year still. Und ich werde das immer noch 1 Jahr lang haben. And next November, I have to give it back. Und nächsten November muss ich wieder da sein, muss ich es wieder zurückgeben. Am I sad? Bin ich traurig? No, I'm really happy. Nein, ich freue mich total. Because I'm ready for the next story of Jesus in my Ja, life. ich freue mich schon auf die nächste Story mit Jesus. So next November, call me and ask me what car I'm driving. Und fragt mich nächstes Jahr im November, ruft mich einfach an und fragt mich, was ich da Or what für ein Auto helicopter fahre. I'm flying. Oder welchen Hubschrauber ich fliege. Then one of those engineers one day was at a church that I was preaching at. Und eines Tages dann war einer von diesen Ingenieuren in einer Gemeinde, in der ich gepredigt habe. And I'm like, what are you doing here? Und ich, was machst du hier? Well, after that day, some things had happened in my life. Und erzählt, ja, nach dem Tag, also da sind einfach Dinge passiert in meinem Leben. I fell in love with a Christian girl. Ich habe mich in eine Christin verliebt. And she has been sharing the gospel with me. Und sie hat schon das Evangelium ja immer wieder gesagt. And now I'm really considering just giving my life to Jesus. Und jetzt denke ich drüber nach, mein Leben Jesus zu geben. So Julio shared the gospel to this guy. Also Julio hat mit dem Typ die Geschichte erzählt, And das Evangelium erzählt. this girl that I'm not saying I am okay with, she going for a non-believer.
Und dieses Mädchen, ich sage jetzt damit nicht, dass ich es so total gut finde, dass sie sich mit dem Ungläubigen eingelassen hat. But if she's wise enough, she's going to wait until he receives Jesus as a savior. Aber wenn sie weise ist, dann wird sie auf jeden Fall warten, bis er Jesus angenommen hat als Erlöser. But you see, different people of peace can make impacts in every oikos. Aber was ihr hier seht, dass unterschiedliche Menschen des Friedens einen Einfluss haben in einem Oikos. And in a whole city or in a community, all these persons of peace are making an impact. Und in einer Gemeinde oder in einer Stadt, da machen alle diese Personen des Friedens And gemeinsam. Die haben echt einen Einfluss. there's people who are going to listen the gospel. There's people who are going to receive the gospel from different ways, Und from es, different friends. und es gibt Menschen, die hören das Evangelium immer aus verschiedenen Richtungen, von verschiedenen Freunden. And for this reason, we invest time on the people of peace. Und genau aus diesem Grund investieren wir Zeit in diese Menschen des Friedens. Because this is the way that we can, in a fast way, expand the gospel in a city, Denn auf the diese, kingdom in a Art, city. auf diese Art und Weise können wir das Reich Gottes ganz schnell in einer Stadt ausbreiten. The different oikos we find in the Bible. Die verschiedenen Oikos in der Bibel. The jailer, Der Gefängnisaufseher. he just led the men of peace, the people of the sower, to his family. Er führte einfach diesen Sämann, in dem Fall Paulus und Silas, in seine Familie rein. Zacchaeus Zachäus. invited Jesus to his house, and all his friends listened to the gospel. Er hat Jesus in sein Haus mitgenommen und alle seine Freunde haben das Evangelium gehört. By the way, Jesus was always also going to bad people. Bad people. Also was man hier sieht, dass Jesus eben auch zu schlechten Menschen gegangen ist. Jesus also went into the houses of Pharisees. Und er ging sogar in die Häuser von Pharisäern. And people saying, you are eating too much, you are drinking too much, Und Leute you're a sinner. haben gesagt zu ihm, du isst zu viel, du trinkst zu viel, bist mit Sündern zusammen. So if people are not attacking you Also wenn Leute dich nicht angreifen and saying you are spending too much time with bad people, und sagen, du verbringst viel zu viel Zeit mit irgendwelchen schlechten and Leuten you are gluttonous, you are a drunkard, und du bist verfressen und du bist ein Trinker, I almost believe you are a bad Christian. dann glaube ich schon beinahe, bist ein schlechter Christ. Half joke. Das ist ein halber Witz. No, it's total joke. Nein, einen kompletten Witz. But I think it is our task to go to those who need a doctor. Aber ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, zu denen hinzugehen, die einen Arzt brauchen. Not only spend our life, our time with the nice people, with the socially acceptable people, Und eben nicht nur unsere ganze Zeit nur mit den netten und sozial akzeptierten Menschen zu but verbringen. with people that when we spend too much time with them, others are going to say, why do you spend time with such bad people? Sondern eben auch mit Menschen, wo, wenn wir zu viel Zeit mit denen verbringen, die The Leute same sagen, warum with machst du das? Cornelius with his whole family, Das gleiche Cornelius und seine ganze Familie. Lydia and her whole oikos. Die Lydia und ihr ganzes Haus. And we have the story there Wir haben hier die Geschichte of each one of them. von jedem dieser Menschen. They were people of peace. Es waren Menschen des Friedens. Do we understand the concept of people of peace now? Versteht ihr dieses Konzept von Menschen des Friedens jetzt? Can you identify people around you that maybe are not Christians today, but you say, maybe that person is a person of peace? Könnt ihr vielleicht jetzt Menschen identifizieren in eurer Umgebung, die vielleicht noch nicht mal Christen sind heute, aber wo ihr sagen könnt, okay, kann es sein, dass das vielleicht ein Mensch des Friedens ist? People with a reputation. Menschen, die einen Ruf haben, die bekannt sind People that sometimes are very aggressive and just they stand for their beliefs. und die manchmal auch vielleicht aggressiv sind und für ihren Glauben einstehen oder ihre Überzeugung. People that always try to serve others. Menschen, die immer anderen helfen wollen, People that make an impact around their lives. die einen Einfluss haben in ihrer Umgebung. Would you spend time with those people? Bitte, nehmt euch Zeit für diese Would you Menschen invest in their lives? und investiert in ihr Leben. And you can find here in the Bible how you can go to them. Und du kannst in der Bibel herausfinden, wie man zu denen geht. And have you ever asked yourself a question? How come some Christians grow so fast and other Christians are stuck for 20 years in the same place? Habt ihr schon mal gefragt, warum manche Christen so schnell wachsen und andere 20 Jahre lang immer noch am gleichen rummachen? In other words, how do you choose in whom you are going to invest more time? Ich stelle die Frage andersrum. Wie entscheidest du, in wen du mehr Zeit investierst? The translation is a little tricky here. Also hier ist die Übersetzung ein bisschen schwierig.
Our friend Rosa did a great job translating this document. Unsere Freundin Rosa hat echt eine super Arbeit geleistet, das alles zu übersetzen. But I am talking of fast believers here. Aber ich spreche hier von schnellen Yeah. Gläubigen. And that was a bit tricky. Und das ist ein bisschen schwierig jetzt genau zu übersetzen. Because I'm talking about faithful, Denn ich rede von faithful, Disciple. von treu, available disciples, verfügbar, serving-hearted disciples, mit einem dienenden Herz and teachable disciples. und belehrbar. That in English we have the acronym FAST, Und wir haben in Englisch dieses Akronym FAST. but we need to work on a German acronym. Das müssen wir uns überlegen, wie wir das in Deutsch hinkriegen. When someone is faithful, say when that last week they said, okay, I commit myself to this, and next week he comes back and he has done it. Treu heißt, wenn jemand sagt, ich werde in der nächsten Woche das und das tun und er kommt dann wieder und es ist erledigt. And he sets goal for himself, he stays with them, he sticks to his goals. Und er setzt sich Ziele und er hält sich daran, er bleibt da dran. A person that is available. Jemand, der verfügbar ist. And if he says, can we please meet again next week at 5 o'clock? Das heißt, wenn er sagt, okay, können wir uns nächste Woche um 5 nochmal treffen. And at 4:45 he sends a message, sorry I cannot meet you. Und dann um 4:45 Uhr dir eine Nachricht schickt, oh, klappt leider nicht. And that disciple is making me feel like I have to chase after him the whole time. Und dieser Jünger mich fühlen lässt oder mir dieses Gefühl gibt, ich muss ihm immer nachlaufen. He has no interest on growing. Und hat kein Interesse zu wachsen He doesn't want to change. und will sich nicht verändern. I have to chase after him. Und ich muss den Leuten nachlaufen. He's not available. Dann ist er nicht verfügbar. A person that has a servant heart. Also, was bedeutet dienendes Herz? That he's willing to help in whatever ways is possible. Das heißt, er ist bereit, einfach zu helfen in jeder Hinsicht, die möglich ist. Yeah, I play the guitar whenever you want, but don't ask me to clean the toilet. Ich spiele immer gern Gitarre, wenn du willst, aber frag mich bitte nicht oder bitte mich nicht darum, die Toiletten zu putzen. A person that is teachable. Belehrbar. With some disciples, they are very happy until you open the scripture that is challenging them or confronting them in some area they don't want to change. Manche die sind total glücklich und fröhlich mit dir so lange, bis du die Bibel aufschlägst und ihnen Dinge zeigst, die sie konfrontieren und Probleme in ihrem Leben aufzeigen. And they don't want to be taught. Und sie wollen da nicht gelehrt werden. But when you find a person that has these 4 qualities, aber wenn du eine Person findest, die diese 4 Qualitäten hat, you are in front of a person that maybe is going to grow very fast. aber wenn du so jemand begegnest, dann kann es sein, dass es jemand ist, der sehr, sehr schnell wachsen I will. would say you invest time on that person. Und ich würde raten, investiere in diese Person Zeit. Let's approach the topic in another way. Lass uns dieses Thema nochmal von der anderen Seite angehen. How can you identify someone or a person that potentially can grow? Wie erkennst du jemanden, der das Potenzial hat zu wachsen? And I ask the same question again. Und wieder die gleiche Frage. How come some believers grow so fast, Wie kommt es, dass einige Gläubige so schnell wachsen, while other believers are just stuck for 20 years? während andere seit vielen Jahren gläubig sind und einfach feststecken, da wo sie sind gerade? When a young guy comes to me and says, Julio, can you be my mentor? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Julio, kannst du mein Mentor sein? I ask him, why? Dann frage ich, warum? Why do you think I can help you? Warum glaubst du, dass ich dir helfen kann? What do you think you can learn from me? Was glaubst du, was du von mir lernen Is there kannst? an area in your life that you're struggling with and you need specific help with that? Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du einfach Schwierigkeiten hast und ganz speziell Hilfe How brauchst? often do you want to meet a mentor? Every day, every week, once a month? Wie oft willst du einen Mentor treffen? Jeden Tag, einmal die Woche, einmal im Monat? What are your expectations? Was sind deine Erwartungen? You need to speak about those things in a very clear way. Über diese Dinge muss man ganz klar reden vorher. Other ways you can make someone think that you want what they want when that's not the case. Ansonsten könntest du die Leute denken lassen, dass du auch das willst, was sie wollen, aber es stimmt überhaupt And nicht. they can be disappointed. Und dann können sie sehr enttäuscht sein. So I wanted to think about these 3 areas, characteristics. Ich möchte diese 3 Charakteristiken anschauen. Fast growers normally have they share these characteristics.
Die schnell wachsen, die haben normalerweise diese 3 Charaktermerkmale. They are honest. Sie sind ehrlich. When we sit together, they're like, "Hi, my life's so great. I'm making new friends. Everything is awesome and beautiful." Wenn ich mit jemandem zusammen bin und sage, oh, das ist alles prächtig in meinem Leben, ich habe ständig neue Freunde, alles wunderbar. Yes, we celebrate things together. Klar, natürlich, wir feiern auch gute Sachen But the zusammen. person is honest to share about his misery. Aber wenn eine Person einfach ehrlich ist und auch die Schwächen und Schwierigkeiten He doesn't want to paint a nice image of himself. Das heißt, in jemand, front of der me. nicht nur für mich jetzt so ein wunderbares, nettes Bild von seinem Leben But he's zeichnet, sharing his weaknesses, his temptations. sondern seine Schwächen und seine Versuchungen, When he failed, auch sein Versagen, he's sharing his when he has Schwierigkeiten, Problems. difficulties. Difficulties, okay. What is difficult for him? Und einfach auch darüber redet, was ihm schwerfällt. Und And die I Schwierigkeiten sind. love that. Das liebe ich. Because then the person is giving you something to work with. Denn dann gibt dir derjenige auch was, mit dem du arbeiten kannst. The second characteristic Der zweite Merkmal is that the person has some readiness to work. ist, dass die Person bereit ist, einfach zu arbeiten. What does it mean? Was heißt es? Is that the person is proactive. Das heißt, wenn die Person proaktiv ist, That he tries to come closer to God. He tries to find in the Bible answers for his situation. das heißt, er schaut schon selber nach, versucht in der Bibel Antworten auf seine Fragen und seine Situation zu finden. He's not just satisfied with staying where he is. Jemand, der einfach nicht zufrieden ist, einfach mit dem, wo er gerade so steht. You know, he's not settling down. Jemand, der sich nicht einfach da niederlässt, He's looking ahead. sondern jemand, der weiterschaut. He knows Jesus has bigger promises and he's going to go after those promises. Jemand, der weiß, Jesus hat größere Verheißungen und ich will diesen Verheißungen Someone who nachgehen. decides, I'm not going to be stuck where I am now. I'm going to go ahead with the help of Jesus. Und jemand, der sagt, ich werde nicht hier sitzen bleiben, wo ich bin, sondern mit der Hilfe Jesu werde ich weitergehen. And when I give him one of the tasks, Und wenn ich ihm jetzt Hausaufgaben gebe, for example, go through this passage or this parable and just find out what Jesus is trying to teach you through that parable. zum Beispiel, ich sage hier, schau dir dieses Gleichnis an und arbeite mal raus, was Jesus dir durch dieses Gleichnis sagen möchte. He's doing it. Dann tut er das auch. Number 3, Dritter Punkt, fast growers are always obedient to Jesus. diese schnell wachsenden Christen, die sind immer gehorsam Jesus gegenüber. Not obedient to me, Nicht mir gegenüber, because I don't want them to obey me. denn ich will gar nicht, dass die mir gehorchen, But they are obedient to Jesus. sondern sie gehorchen Because I'm Jesus. making disciples of Jesus, not disciples of Julio. Denn ich möchte Jünger von Jesus heranbilden, nicht Jünger von Julio. Maybe I'm wiser than he is. Vielleicht bin ich einfach etwas weiser als er, But I have not reached perfection. aber ich bin noch lange nicht vollkommen. I have some ideas of what is better for that life. Ich habe so gewisse Vorstellungen, was für diese Person ihr Leben besser ist. But I don't want him to be a child that is always looking to me like when you look at a father. Aber ich möchte nicht, dass sie wie Kinder sind, die immer zu mir aufschauen wie zu einem Vater. I want him to feel treated as an adult. Sondern ich möchte, dass man gegenüber sich als ein Erwachsener behandelt fühlt. And I'm telling you I am asking him, what is Jesus asking you to do or asking from you? Und deswegen frage ich, okay, was ist das, was Jesus von dir möchte? And when he gets to the conviction, Jesus wants him to stop going to bed with his girlfriend. Und wenn der dann zu diesem Schluss kommt, dass Jesus von ihm erwartet, dass er einfach aufhört, mit seiner Freundin ins Bett zu gehen, For example, als Beispiel, typical, frequent example, ein typisches, regelmäßig auftretendes Beispiel, he's answering by saying, we are not going to bed again until we marry. dann wird er reagieren damit, wir sagen, wir schlafen nicht mehr miteinander, solange bis wir verheiratet sind. But sometimes it comes next week and say, well, it was impossible to say no. Manchmal kommt er dann auch und sagt, es war einfach unmöglich, Nein zu sagen. So he's not disobeying Julio, he's disobeying Jesus. Und dann ist es aber so, dass er nicht mir ungehorsam ist, sondern Jesus. And he has the conviction, yes, Jesus is asking me to change that, to stop that, to do that. Und er hat einfach diese Überzeugung, Jesus möchte, dass ich damit aufhöre, dass ich dieses verändere. And these people need to listen something from you. Listen something from you. Und diese Menschen, diese Leute brauchen es, dass du ihnen Dinge sagst. For men, some things are impossible, but with God, everything is possible. Aber bei Menschen ist manches unmöglich, mit Gott ist alles möglich. Because the temptation that for him is a huge thing now, for you is no temptation at all. It's very easy for you.
Und diese Versuchung, die für ihn jetzt so real und überwältigend ist, ist für dich vielleicht gar keine Versuchung. And the word for him is the following. Und das Wort für diesen Menschen ist dann: Be bold, be strong and have courage. Sei stark und sei mutig. I tell you to be strong and courageous. Ich sage dir, sei stark und mutig. Have I not told you to be strong and courageous? Habe ich nicht befohlen, dass du stark und mutig bist? This is the word for each one of your disciples. Das ist das Wort für jeden deiner Jünger. Nope. We are gonna... Okay. Do you have any comments or questions about the concept of the person of peace? Habt ihr Fragen oder Kommentare zu diesem Konzept der Menschen des Friedens? Do you identify some people of peace around you in your life right away that you have never thought, wow, maybe that's the person? Habt ihr schon Leute erkannt in eurem Umfeld, von der vielleicht vorher gar nicht gedacht habt, oh, das könnte der sein? Do you have your own oikos map? Habt ihr schon eine Karte von eurem eigenen Oikos? The people that are close to you but far from Jesus? Die Leute, denen du ganz nahe bist, die aber die weit weg sind von Jesus? Do you know what I'm talking about? Wisst ihr, wovon ich rede? Anyone does not know what an oikos map is? Weiß jemand nicht, was eine Oikos-Karte ist? Okay, then you know what it is. Do you have it? Have you done it already? Habt ihr das schon aufgezeichnet? So you know what it is, but you have not done it. Ihr wisst es, aber ihr habt es noch nicht getan. So where are you here? Und dann, wo seid ihr da? Yeah, so you can be helped by God in an easier way to find out who those people are around you. Denn dann kann Gott dir viel leichter helfen, herauszufinden, wer diese Menschen des Friedens um dich herum sind. I really recommend that you make your oikos map. Ich möchte unbedingt euch empfehlen, dass ihr euch diese Oikos-Karte macht. Because then you can identify who are those people around you in your life Denn dann könnt ihr herausfinden, wer sind diese Menschen in deiner that Umgebung, are open for the gospel die offen sind für das Evangelium and that really want to grow closer to Jesus. und die tatsächlich Jesus näher kommen wollen. And I want to show you what it looks like. Ich möchte euch zeigen, wie das aussieht. Some people draw their oikos map just downwards. Manche zeichnen die Oikos-Karte einfach so von oben runter. Oikos is the community around me again, right? Also nochmal, Oikos ist die Gemeinschaft, die Leute, die um mich rum sind. Family, Familie, friends, Freunde, work colleagues, Kollegen, classmates, people Klassenkameraden, I do sports with, Leute, mit denen ich Sport treibe strangers on the street. und manchmal die Fremden auf der Straße. For Germans, very often the easiest is to share the gospel to people that are already in their lives in a natural way. Und für Deutsche ist es oft am allereinfachsten, das Evangelium den Leuten zu sagen, die sowieso schon in Because ihrem Leben sind. then in the future they will not have to make an effort to take time to go to the person, but they will naturally see the person at work or at school. Denn dann werdet ihr in der Zukunft nicht noch zusätzlich Zeit aufwenden müssen, diese Personen zu sehen, sondern die sind sowieso schon in deinem Umfeld. So you write your name, Also schreib deinen Namen da rein and then you make circles all around you und dann malst du lauter Kreise um dich herum with the names of these people. mit den Namen dieser Menschen. Can you delete that whole thing, please? Yeah. So this is one thing I want to show you. Und Your das möchte ich euch zeigen. oikos map, Deine Oikos-Karte, which is very, very important. die sehr, sehr wichtig ist. Because there you're going to find out who are those people who God is preparing for you. Denn dann findet ihr raus, wer sind die Leute, die Gott für euch schon vorbereitet hat. Yeah? Can you draw your oikos map there? Ja. Or something like that? Muss man ja eigentlich immer bearbeiten, denke ich. Yes, exactly. The oikos map is Die bewegt sich perfect. Ganz genau. Also, Yeah, when your oikos map stays the same for a year, there's something wrong. wenn deine Oikos-Karte ein Jahr lang immer gleich bleibt, irgendwas stimmt nicht. And how do you grow? How is your oikos map growing? Wie wächst diese Oikos-Karte? How do you handle this? Wie gehst du damit um? So you are discipling 4 people. Also du bist in Jüngerschaft mit 4 Leuten. So generation 1, you have 4 people. Generation 1, du hast 4 Menschen um dich rum. But then generation 2, you have, go on, make it look beautiful. Okay. Generation 2, you have 2 more people there. In der zweiten Generation habt ihr da 2 mehr Leute. And here you have in the second generation 3 people. Hier in der zweiten Generation 3 Leute. So what are we talking about here? Worüber reden wir hier? These are not groups, these are people. Das sind keine Gruppen, das sind jetzt Menschen. That means this is Johannes,
Hier ist Johannes, and that's Jasmine. das ist Jasmin. And Jasmine has a husband that's called Manuel, Die hat einen Mann, der heißt Manuel. and she has a sister that is called Larissa. Und sie hat eine Schwester, die heißt Larissa. So how do you help Jasmine reach out and disciple Manuel, or disciple Larissa and help Manuel to come to faith? Wie kann man jetzt Jasmin dabei unterstützen, dass sie Larissa in Jüngerschaft führt und Manuel hilft, zum Glauben zu kommen? The same way we shared before about the multiplication of the house groups. Genau auf die gleiche Art und Weise, wie wir das mit der Multiplikation der Hausgemeinden hatten. And we have this reproduction model. Wir haben dieses Vervielfältigungsmodell. I start a house group Ich beginne eine Hausgruppe and I model discipleship to them. und ich zeige ihnen, wie Jüngerschaft funktioniert. I am not only teaching them with words, Ich lehre sie nicht nur mit Worten, but they look at my life as a model. sondern sie schauen mein Leben an als Vorbild. And my life is a model for their lives. Und mein Leben ist ein Vorbild für ihr Leben. They see how I go on the streets. Sie erleben, wie ich auf die Straße But gehe. if I don't go on the streets, they see how I share the gospel with my work colleagues or with my family members. Oder wenn ich nicht auf die Straße gehe, dann sehen sie, wie ich das Evangelium mit meinen Arbeitskollegen teile oder sonst. Ja. And they see how I help our house group to grow. Und sie erleben mit, wie ich unserer Hausgruppe helfe zu wachsen. But then this person is starting his own group, Dann fängt diese Person an, eine eigene Gruppe zu bilden. like we said before. So wie wir das vorher gesagt haben. So he's going to start his own group and I'm going to help him. Also er beginnt eine neue Gruppe, seine eigene Gruppe aufzubauen und ich helfe ihm dabei. So I'm with him, assisting him to grow his group, Also ich gehe mit und unterstütze ihn dabei, seine Gruppe aufzubauen. to disciple his friends. Seine Freunde in Jüngerschaft zu führen. Next step, I am still there with him, but I'm just watching. I'm not leading it. Und der nächste Schritt, dass ich immer noch da bin, aber ich schaue nur noch zu. Ich leite das nicht mehr an. So I'm looking how he every week is meeting with his friends and sharing the gospel and doing the 3/3 together. Und ich schaue einfach zu, ich beobachte, wie er sich jede Woche mit seinen Freunden trifft, dieses Dreidrittelmodell macht. Und Number 4, I launch him like a rocket. Und Nummer 4, ich schicke ihn los, ich starte ihn wie eine Rakete. Meaning I'm sending you as a missionary. Ich sende dich als Missionar. Our group is your home, Unsere Gruppe ist dein but Zuhause. that new group you're starting is your missions field. Und diese neue Gruppe, die du anfängst, das ist dein You're Missionsfeld. sent as a missionary to help this group, Du bist ausgesandt, als Missionar dieser Gruppe zu helfen. and we are going to support you. Und wir werden dich unterstützen. We don't leave you alone. Wir lassen dich da nicht alleine. I receive this Skype call every Wednesday at 3:30 p.m. Und diesen Skype-Anruf bekomme ich jeden Mittwoch um 3:30. But when your coach or your mentor is in your city, then you meet every week. Aber wenn dein Coach oder dein Mentor in deiner Stadt ist, dann trefft ihr euch einfach einmal die Woche. Does it make sense? Macht das Sinn für euch? It's a process. Das ist ein Prozess. So first they see you doing it, Erst sehen sie, wie du es tust. then they are doing it and you help them do it. Dann tun sie es selbst und du hilfst ihnen dabei. Then they are doing it and you just watch. Dann tun sie es und du schaust nur noch zu, In the beobachtest. moment you let them make mistakes. In dem Moment, wo du sie Fehler machen lässt, If they forget something, you just let them, just leave it. wenn sie etwas vergessen, lass sie einfach. Don't correct them every time they do something different to what you think is correct. Und korrigiert du sie nicht ständig, wenn sie bei jeder Kleinigkeit, wo sie etwas anders machen, als du denkst, das wäre richtig. Because you are undermining their self-esteem. Denn dann wirst du ihren Selbstwertgefühl untergraben. Have you seen this situation of a very controlling mother? Habt ihr das schon mal erlebt, so eine Situation von einer sehr kontrollierenden Mutter? That the daughters are unable to make decisions. Und die Töchter sind unfähig, eigene Entscheidungen zu They go treffen. through life with fear. Sie gehen durchs Leben voller Angst. Because mama never let me make decisions. Mama hat mir nie erlaubt, Entscheidungen So zu treffen. I learned that I am not a good decision maker because I'm stupid. Also habe ich gelernt, dass ich jemand bin, der keine guten Entscheidungen trifft, weil ich einfach So blöd you bin. need to let them make mistakes. Also musst du zulassen, dass sie Fehler machen. And they will learn. Und sie werden daraus And you lernen. give them feedback, but not there in front of the other friends. Und du gibst ihnen Feedback, aber nicht mitten da, direkt vor ihren Freunden. You wait until you are on one-on-one again.
sondern du wartest, bis ihr wieder unter euch seid. Hey, you know, all this and that was great yesterday. How you led the group, how you did this. Und du sagst, hey, das war echt großartig, wie du gestern das und das gemacht And hast. I would like you to encourage to improve in this area, in that way or that way. Und ich möchte ermutigen, dass du in dem Bereich so oder so einfach dich noch weiter verbesserst. Because yes, you want them to learn, Denn ja, du möchtest, dass sie lernen. but even more than wanting to learn, you want them to grow. Aber viel mehr noch, als dass sie lernen, möchtest du, dass sie wachsen. That they can depend on Jesus alone, not in you. Dass sie nur noch von Jesus abhängig sind und nicht von dir. Does that make sense? Yeah? Okay, so this is how we support groups that are growing and multiplying as a network. Also so auf diese Art und Weise unterstützen wir die Gruppen, die sich multiplizieren, also in so diesem Netzwerk.